Grüßt euch meine lieben Freunde, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, habe ich eine Toy Company gegründet, Mythos Collectibles. Und sogleich meine eigene Figur entwickelt, von meiner Sexy Medusa, von meinem Manga Revenge of Medusa, meine lieben Freunde. Hier haben wir es. Diesen Charakter wollte ich physisch zum Leben erwecken. Etwas aus meinem Kopf, das nicht greifbar war, habe ich was Physisches gemacht, das ihr anfassen könnt. Ja, das hat mich schon immer interessiert. Seit ich ein kleiner Junge war und immer gezeichnet habe, meine eigenen OCs und so, habe ich mir immer irgendwie vorgestellt, wie geil wäre es das, gäbe es eine Figur von meiner Zeichnung. Und jetzt bin ich alt genug und weise genug und dachte, so, jetzt werden Nägel mit Köpfen gemacht. Und so habe ich mich dann informiert, wie das Ganze funktioniert, eine ganze Weile recherchiert, bis ich mal die passenden Leute dazu gefunden habe. Ich habe gemerkt, dass das in der deutschen Szene fehlt. Sie haben keine eigenen Figuren. Warum nicht? Warum ist niemand bis jetzt auf diese Idee gekommen, alter Schwede, du? Überall in den Läden seht ihr nur One Piece, Naruto, Dragon Ball und all das ganze Kommerzzeug, wo es überall gibt, aber keine speziellen Figuren, Eigenproduktion von den Verlegern oder so, von den eigenen Charakteren. Wieso, Mann? Wieso gibt's das nicht? Und dann natürlich, als ich mir dachte, okay, ich mache ja jetzt meinen eigenen Verlag, Mythos Manga, machen wir doch gleich auch noch eine Toy Company und hauen fette Figuren raus. Ich erzähle euch jetzt ein bisschen so über den Prozess, wie das Ganze abgelaufen ist. Es dauerte ungefähr 3 Monate von der Idee bis zum fertigen Produkt. Am Schluss habe ich natürlich noch ein fettes Unboxing gefilmt. Das war im August 2024, letztes Jahr. Aber erst jetzt mache ich das passende Video dazu. So lange hat's gebraucht. So, ich habe jetzt hier ein paar Notizen gemacht, weil ja, ich konnte jetzt mir nicht die genaue Reihenfolge merken. Ich habe immer wieder ein bisschen gesucht, so verschiedene Fabriken. Die meisten sind ja in China. Und bis ich mal so die passende gefunden habe, ich nenne jetzt den Namen nicht der Company, aber sie machen solche Sachen hier. Hier sieht man so einen Showroom von denen. Sie machen auch viel Zeug für Pokémon, für Kotobukiya, wenn ihr diese kennt, Bishoujo, Kotobukiya. Die haben echt geile Figuren, so wie diese hier zum Beispiel. Oder auch der Don Flamingo, den haben sie gemacht. Sieht auch sehr, sehr geil aus. Oder diesen Goku, den kleinen, und hier den Super Saiyajin 4 im Hintergrund. Als ich das gesehen habe, habe ich gewusst, aha, ihr seid. Und dann hatte ich ja tausende Zeichnungen von meiner Sexy Medusa und ich wollte natürlich eine Figur von ihr machen. Und dann habe ich lange überlegt und eigentlich wollte ich eine spezielle zeichnen für eine Figur, aber dann habe ich mich halt so unterhalten mit diesen Fabriktypen und so und dann ist das einfach so entstanden. So plötzlich habe ich einfach gesagt, ach komm, mach jetzt einfach, und habe ich ihnen dieses Bild geschickt. Also hier sieht man so die Skizze, die ich schon lange mal gemacht habe, und dann habe ich natürlich digitalisiert. Von diesem Bild mache ich ganz viele Fine Art Prints, sind gut rausgegangen, habe ich gut verkauft von denen. Ich habe auch hier im Studio dieses große hier mal drucken lassen. Und dann, ja, habe ich bezahlt. Ich sage jetzt nicht, wie viel mich das Ganze gekostet hat, aber es war nicht günstig, meine lieben Freunde. Und dann haben sie endlich mal so einen kleinen Prototyp gemacht von einem 3D-Modell, weil zuerst muss das 3D-Modell stimmen. Es wird ja gesculptet. Das ist ja wie der Michelangelo, der den David erschaffen hat. Das muss perfekt sein. Wenn das 3D-Modell nicht perfekt ist, dann kann die Figur noch so schön bemalt sein und Qualität, wenn die Skulptur scheiße ist, dann ist die eben scheiße. Und dann haben sie mir tatsächlich sowas hier geschickt. Und ich dachte, Alter, what the fuck? Warum sieht man denn nie den nackte Brüste? Ich muss jetzt ein bisschen zensieren hier. Ich wollte das nicht, dass man so eine Sexpuppe macht, so eine Pornofigur, sondern ästhetisch erotisch, ne? Und dann habe ich gesagt, nee, das muss weg. Also, was würden meine Eltern, meine Familie von mir denken und so? Was macht der hier? So, Sexpuppen, alter Schwede. Und dann hier sieht man es nochmal so von der Seite. Und dann habe ich ihnen so eine Skizze gemacht. So, hey, nee, tu die Beine ein bisschen näher zusammen. Und die Knie sollen eigentlich so an die Brüste gepresst werden, damit man die Nippel nicht sieht. Und dann haben sie das verändert und dann, BAM, haben sie mir das hier geschickt. Das ist so das erste Video, da war ich voll aus dem Häuschen.
Aber natürlich muss es perfekt sein und je mehr ich das beobachtet habe, analysiert und angeschaut, habe ich gesehen, okay, als erstes ist das Bett viel zu lange. Das muss gekürzt werden, von hinten ein bisschen nach vorne schieben und auch von vorne ein bisschen cutten. Dann von der Seite hier habe ich gesehen, sie sitzt ja so, oder? Und sie hält ja eigentlich ihre Haare fest. Und sie haben sie so gemacht, dass sie einfach so da sitzt, wie so ein Trottel, wie so ein betender Mönch. Und das wollte ich ja nicht erreichen, diesen Effekt. Und darum habe ich gesagt, hey, hier fehlt noch eine Haarsträhne, macht das bitte noch rein. Ihre Bandagen hier haben mir nicht so gefallen. Mussten sie auch nochmal abändern. Und dann ihre Armbändchen hier, hat sie ja zwei Armkettchen. Eins mit so einem Auge. So. Und das andere mit Totenköpfen. Und da vorne und nicht überall hier so komisch. Das haben sie dann auch schön abgeändert. Das hat dann so ausgesehen. War ich zufrieden. Dann habe ich gesehen, die Köpfe sind ja so zwei Steinstatuen, abgetrennte Köpfe, die sie versteinert hat. Sind viel zu glatt wie ein Babypopo. Das darf nicht so sein. Ich habe gesagt, macht ein bisschen mehr Risse rein und so. Hinten hier bei den Haaren habe ich auch so wie abgeschnitten gesehen, anstatt dass es schön in den Spitz geht, wurde es einfach abgeschnitten. Ja, das war schon so ein ganzer Struggle und dann haben wir immer wieder hin und her geschickt, habe gesagt, oh, ist gut, ist gut, ist gut. Und dann habe ich gesehen, hier ein Armband hier mit den Totenköpfen, sind die Abstände nicht gleich. Das war irgendwie ein Problem von denen. Das mussten sie dann korrigieren und dann habe ich es mal so von hinten angeguckt und seht mal hier ihr Höschen. Was ist das? Es sieht aus so wie so hingeklebt. Habe ich gesagt, hey, macht so ein bisschen mehr Struktur rein, dass es ein bisschen realistischer aussieht. Was soll die Kacke? Und dann haben sie das gemacht und dann endlich mal haben sie gedruckt das Zeug. In ganz vielen Teilen haben sie mir dieses Bild geschickt. Für den Prototyp drucken sie das mit irgendeiner speziellen Flüssigkeit. Ich weiß nicht, ob das Resin ist. PU-Resin war das, genau, für den Prototypen. Und hier sehen wir ganz viele verschiedene Teilchen, weil es ist so besser zum Bemalen, oder? Und dann hat sie das Ganze grundiert. Hier sieht man das in Grau. War cool. Und dann ging es ans Bemalen, meine lieben Freunde. Und da war ich ganz schön gehypt. Weil erst mit der Bemalung wird das Ganze so richtig zum Leben erweckt. Und dann haben sie mir das hier geschickt. Auf den ersten Blick sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Vor allem, wenn man es von der Seite betrachtet. Ach ja, hier unten, das müssten sie auch noch mit Gold bemalen. Das war einfach so braun. Dann habe ich es extra noch selber mit Gold ein bisschen digital bemalt, dass sie sehen, wie ich das eigentlich wollte. Haben sie dann gecheckt. Aber guckt euch mal dieses Gesicht an. Guckt euch das an. Habe ich gedacht, what the fuck, Mann, was ist das? So sieht sie nicht aus, Mann. Wenn ich das mit dem Original vergleiche, habe ich gesagt, hey, komm, ändern wir das. Sie haben selber gecheckt, dass es komisch aussieht bei den Lippen und so. So ein Schmollmo. Und da habe ich gedacht, nee. Das kann man nicht so machen. Und dann haben sie das Gesicht nochmal, das 3D-Modell haben sie nochmal ein bisschen modelliert und so. Und irgendwie hat es die ganze Zeit nicht gepasst, wenn ich es vergleiche, weil ich habe meine Medusa ja schon 1000-mal gezeichnet und ich weiß das auswendig, wie sie aussieht. Und dann habe ich denen mal gesagt, okay, tut jetzt mal die Augen ein bisschen herunter, die Nase ein bisschen breiter machen, die Lippen ein bisschen mehr hochschieben, die Augenbrauen ein bisschen mehr runter. Und dann musste ich ihnen so ein Bild schicken, nur von den Augen, weil ich denke, das wird so wie gedruckt, würde ich jetzt mal sagen. Und das war so das Augenbild hier. Und ja, dann haben sie das Ganze nochmal gedruckt, also einfach nur den Kopf. Der Körper war ja eigentlich okay. Als sie den Kopf gedruckt haben, war es endlich gut. Und das hier haben sie mir dann geschickt. Mit den Augen, mit dem Face, habe ich gesagt, ja Mann, das ist es. Außer die Augenbrauen müssen ganz wenig runter. Jo. Und dann haben sie das nochmal schön bemalt und dann haben sie mir dieses hier geschickt. Habe ich gefragt, wo sind die Schlangen hin? Ja, die Schlangen waren so mit so kleinen Magneten. Wusste ich erst gar nicht. Ich dachte, die kleben sie einfach hin, die waren so separat. Konnte man dann hinkleben. Ja, und das ging dann so ein Weilchen, eben, wie ich gesagt habe, 3 Monate. Ich war dort in Griechenland im Urlaub mit meiner Frau. Wir wollten zur Akropolis, weil ich ein bisschen Werbungsfotos machen wollte, weil
meine Geschichte von Revenge of Medusa spielt ja in Griechenland und es gibt so eine Szene bei der Akropolis oben, beim Pantheon von Athene, dort wo Medusa eigentlich verwandelt wurde in das grässliche Monster. Und ja, genau auf dem Weg dorthin habe ich dann eine Mail bekommen von der Chinese Factory und sie haben gesagt, it's finished, my dear friend. We are ready to ship. Und ich habe gesagt, oh yeah, buddy. Shipping. Diese. Ich bin noch bis dann im Urlaub, aber schickt es auf dieses Datum. Und dann, als ich zurückgekommen bin, endlich. Und hier ist das Unboxing-Video. So, und hier ist es endlich, das fette Paket. Das ist jetzt schon eine Woche, 2 hier bei mir. Und ich habe immer noch nicht die Zeit gefunden zum Unboxen. Wegen Manga, Layout, Zeug und so. Das hat eben schon oberste Priorität. Ne? Wenn. Einen Moment. Mit dem Messer geht es besser. Der Manga hat oberste Priorität, weil die Leute müssten ja natürlich erstmal die Geschichte lesen, sehen. Klar, ich denke, die Figur wäre auch so geil. Ich denke, Medusa kennt jeder. Und das Design von mir ist einfach geil. Und wenn die Leute aber die Geschichte schon dahinter kennen und diese Geschichte geil finden, ja, dann habe ich noch mehr Chancen, um das hier zu verkaufen. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Das haben sie ja fett eingepackt, aller Schwedentorte. Guck mal hier. Hier ist der Boden. Sie haben sogar diese Löcher gemacht, die ich von ihnen verlangt habe. So kleinen Dübelchen oder wie man dem sagt. Okay, jetzt grande Surprise. Okay. Sie schon voll zusammengesteckt. Hier haben wir auch noch was. Meine allererste eigene Figur, meine lieben Freunde. Das wollte ich schon immer. Seit ich ein kleiner Junge bin, habe ich von dem geträumt, dass ich eines Tages eine eigene Figur bekomme von einem Charakter, den ich selber designt habe. Guck mal. Hey, es ist leichter als ich dachte, aber wow, alter Schwede, Mann. Wow. Guckt euch das an. Boah. Alter Schwede, Mann, guckt ihr das an. Geil, Mann. Das ist echt geil. Hier ist nicht so gut bemalt, habe ich gesehen, ein bisschen fleckig. Aber ey, nur wie sich das schon anfühlt, ey. So richtig hochwertig. Das sollte eigentlich Resin sein, so ein spezieller Resin. Ja, hier hinten ist nicht so interessant. Hier unten wird ja noch, hier kommen so an den Seiten, hier haben sie diese gemacht, aber weiß nicht warum hier nicht. Sollen so Stoffdinger kommen, die dann nicht kratzen, ne? Aber ja, diese kann man eigentlich so wegstecken hier, mal probieren. Ich glaube, sie haben das schon angeleimt. Und hier sind ihre Schlangen, die hier in den Kopf kommen. Ich habe gesehen, hier haben sie so kleine Magnete reingetan. Sehr geile Idee, habe ich eigentlich gar nicht verlangt von ihnen. Aber sie haben es trotzdem gemacht. Und das finde ich toll. Aber echt geil, Mann. Das ist wirklich geil. Ich hätte es mir nicht so geil vorgestellt. Ne? War ja auch ein riesen Hin und Her. Vor allem wegen dem Paint-Job. Da bin ich schon sehr pingelig. Ne? Als Künstler ist immer ein bisschen schwierig. Selber machen kann ich nicht. Naja, vielleicht könnte ich schon. Wüsste ich wie, aber wenn ich das Zeug schon bezahle. Schlange Nummer 1. Schön Silber. Ja, Silber auch mit Schwarz ein bisschen. Und hier unten sind sie rot. Genau wie das Original. Jetzt muss ich nur noch wissen, welche Schlange wohin kommt.
Okay, 7 Schlangen sind es insgesamt. Schlangen, Schlangen, überall Schlangen auf den Kopf. Surprise, Surprise. Ja, jede Schlange sieht ein bisschen anders aus. Eigentlich wollte ich noch länger warten hier mit dem Unboxing, aber da ich ein bisschen in Stress komme, weil der Manga nach Polen muss in Druck, habe ich noch so Bonusseiten gemacht und da brauche ich halt so eine Produktfotografie. Ne? Okay, diese hier, die so wie ein S gebogen ist, das weiß ich schon jetzt, die kommt ganz hier hinten. Allah, ich würde sagen, huren geil, so wie wir in der Schweiz sagen, nur noch schnell abmessen hier, ist 19,5 Zentimeter. Hier sollten es 25 sein, yep. Hier sind es 21,5. Alter, Schwimmtote, du! Ey, ich kann das nicht in Worte fassen, Mann. Boah, das ist so geil gemacht, ey. Ich lieb's. Mir fehlen echt die Worte, also sowas Geiles. Endlich mal was von mir, das aus meinem Kopf gekommen ist jetzt hier manifestiert. Man kann's anfassen. Ach ja, das wollte ich euch noch unbedingt sagen. Diese Schlange hier, die ist da so drin, ne? Und das war sehr, sehr heikel. Ich versuchte es von hier. Habe ich fast ein bisschen die Haare abgebrochen, aber von hier geht's nicht. Also ihr müsst ihr von hier reinstecken. Nur als Info, wenn ihr es dann auch zu Hause habt, dann ich hoffe, ihr habt das Video schon dann vorher dann angeschaut. Vielleicht mache ich noch so einen kleinen Zettel, wo welche Schlange hinkommt. Jo, mal gucken. Der Release von Revenge of Medusa ist am 5. Oktober hier in der Zürich Popcorn im Hallenstadion. Ja, die werde ich auf jeden Fall mitnehmen und dann werde ich auch sehen, wie die Reaktionen sind von den Leuten. Ob die Leute sagen, boah, ich will das sofort, wo gibt's das zu bestellen und so. Oder ob die Leute sagen, ah nee, ist ein Scheißdreck und so. Natürlich muss ich dann auch herausfinden, wie viel mich eine kostet. Der Prototyp ist jetzt schon viel zu teuer gewesen. Ich will gar nicht darüber quatschen, ne? Aber ich muss herausfinden, wie viel mich dann, wenn ich 500 Stück bestelle, wie viel mich eine kostet und anhand von diesem Preis kann ich dann den endgültigen Preis machen für die Statue. Ich muss ja auch ein bisschen was dazu verdienen, nicht zu viel. Ich will ja mehr, dass ihr dran Spaß habt. Also wird es noch ein kleines bisschen dauern, ne? Ja, ich bin sehr gespannt, was die Leute denken und wie das Feedback so sein wird. Schreibt auf jeden Fall hier unten in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Das würde mich schon interessieren. Und ob ihr sowas euch reinziehen würdet. Und wegen dem Preis. Also ehrlich gesagt, dachte ich, wird schon zwischen 150 und 250 Euro. Ja, weil es ist teuer, ne? Vor allem auch, wenn ich 500 Stück bestelle, stellt euch das vor, ist ja nicht klein, ne? Und dann kommt ja noch so eine fette Box, das mal 500. Ich denke, da kommen dann 2, 3 riesige Paletten. Erstens brauche ich ein kleines Lager dazu. Ich weiß echt nicht, wo ich das hinstellen soll, weil 500 Pakete, 500 Kisten, würde ich die aufeinander stapeln. Ich denke, da bräuchte ich schon so ein 3x3 Meter Zimmer bis zur Decke. Ne? Das Gewicht ist ungefähr 850 Gramm. Mit Box und so ist etwa 1 Kilo dann. Zollkosten, Shippingkosten für 5 Tonnen Material. 5 Tonnen. 500 mal 1 Kilo gibt 500 Kilo und das ist eine halbe Tonne. Ich und Mathematik, ne? So, und zurück zu heute, meine lieben Freunde. Ich habe herausgefunden, was mich eine Figur kosten würde. Damals dachte ich noch, dass ich sie für 150 bis 250 Euro verkaufen könnte. Schön wär's. Der Preis für die Produktion ist etwa in diesem Bereich, ne? Also müsste ich sie für mindestens 500 verkaufen, damit ich auch einen guten Gewinn hätte in dem Ganzen. Nicht sehr viel, aber immerhin etwas.
Und das ist einfach viel zu viel. Als ich die Figur dann hatte, machte ich noch so sexy Fotos. Mit einem Fotograf habe ich 150 Franken bezahlt für ein paar Fotos einer Figur. Würde ich heute jetzt nicht mehr machen. Viel zu teuer hier in der Schweiz, alles ist viel zu teuer. Aber die Bilder können sich echt sehen lassen. Sind wirklich sehr, sehr geil geworden, sehr professionell. Und ich habe dann ganz viel verschiedene Toy-Läden, Shops angeschrieben und ein bisschen erzählt über meine Figur und so, ob sie diese ins Sortiment aufnehmen würden. Und ja, ich habe auf die ganze Welt geschickt. In Japan habe ich Leute angeschrieben, verschiedene Shops, Online-Shops, in den USA, in England, in Deutschland habe ich ein paar gefunden. Ich habe den Figuya Store angeschrieben. Das kennt ihr ganz bestimmt, ist recht bekannt in Deutschland. Und die wollten nicht mal wissen, was ich so anzubieten habe. Sie wollten nicht mal ein Bild sehen. Die haben gleich gesagt, nee, wir haben kein Interesse. So voll abgewimmelt. Okay. Das merke ich mir, Figuya Store. Das merke ich mir. Ihr werdet es schon sehen, wenn meine Figuren dann überall in allen Läden erhältlich sind, werdet ihr sagen, war das nicht der mal zu uns wollte? Und wir haben ihn gleich abgewimmelt und gar kein Interesse gehabt. Dann werden sie es bereuen. Aber dann wird es schon zu spät sein, meine lieben Freunde. Auf jeden Fall hat er wirklich gar kein Interesse. Ich weiß nicht, ich habe es einfach mal versucht, das Zeug in die Läden zu bringen. Ja, weil es ist sehr teuer. Die Produktion ist verdammt teuer. Diese Fabrik ist sehr teuer. Um das produzieren lassen, und es lohnt sich nicht für die Leute, mir das abzukaufen, und sie haben nicht so einen großen Gewinn durch das Ganze. Das war eben das Problem. Vor allem, weil die Figur auch recht unbekannt ist, wollte das niemand riskieren und auf diesem Zeug dann sitzen bleiben, ne? Auch ihr seht es ja, ich habe ja das letzte Video von meiner Studio-Room-Tour. Hier habe ich nicht so extrem viel Platz. Wenn man sich das vorstellt, diese Kisten mit dem Bett und so, die Figur wird riesig. Und das mal 500, da hätte ich schon ein großes logistisches Problem mit dem Ganzen, ne? Ich habe mir zwar hier ein kleines Lager eingerichtet jetzt im Studio, aber ja, das wäre mir fast ein bisschen zu viel. Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie groß die Shippingkosten dann wären für so großes Material. Und wenn ich das dann hin und her schicken müsste, müssten die Leute nochmal irgendwie 100 Euro Shippingkosten bezahlen. Und das will ich euch einfach nicht antun, meine lieben Freunde. Hier ist das Haus. Jupp. Und hier habe ich noch ein paar Bücher. Das ist alles, 200 Bücher hatte ich. Das hier ist noch übrig geblieben, diese 3,5 Kisten habe ich noch von meinen Büchern. Und darum habe ich mich entschieden, zuerst einmal eine kleinere Figur zu produzieren. Hier sehen wir schon mal den Prototypen, der ist gerade in Bearbeitung. Da warte ich auf das Bemalen. Und diese Figur ist dann etwa 16 cm und auch ja einiges schmaler als die riesige mit dem ganzen Bett. Logistisch wäre das kein Problem für mich. Hier habe ich schon Platz. Dann wird Platz gemacht, ne? Und es wird auch einiges leichter zu verschicken und vor allem einiges günstiger. Die kann ich dann zu einem guten, erschwinglichen Preis verkaufen, und von dem Gewinn mache ich dann irgendwann mal die mit dem Bett. Aber ich habe mich dazu entschieden, dieses Bett noch ein bisschen zu verändern und einiges kleiner zu machen. Vielleicht noch ein bisschen bunter, weil nur so braun fand ich dann doch ein bisschen langweilig. Aber ich habe es jetzt mal gesehen, ich hatte jetzt mal einen ersten Prototyp von meiner eigenen Figur in den Händen und so. Ich weiß jetzt, wie der genaue Prozess funktioniert. Ich habe jetzt eine neue Fabrik, einen neuen Hersteller gefunden, die für Good Smile Company arbeiten. Die machen solche Sachen hier. Oder U-Tools zum Beispiel, habt ihr sicher auch schon gesehen. Oder zum Beispiel Mighty Jax, kennt ihr auch. Der ist bekannt für diese Skelett-Dinger und so. Diese habe ich jetzt für mich gefunden. Und bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit dem, was sie bieten, auch wegen der Kommunikation und so. Und ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, meine lieben Freunde. Den Prototyp nehme ich mit auf jeden Fall an die LBM, also kommt vorbei an meinem Stand und seht euch mal meine kleine Figuren-Collection an. Diesen hier habe ich ja auch noch machen lassen, also diesen habe ich selber bemalt.
Mein Kumpel hat das gedruckt für mich. Oh, hier ist jetzt ein bisschen weiß. Der kleine Silenos, auch von meinem Manga, ein kleiner Nebencharakter. Sehr süß. Ich habe den auch in groß machen lassen für die Convention beim Release von Revenge of Medusa, wo ich die erste Auflage gedruckt habe. Waren 50 Stück limitiert. Hier sehen wir ein kleines Video von der Popcon hier im Zürcher Hallenstadion. Und da musste natürlich so ein großer Silenos her, weil ja, es sieht eben schon geil aus auf meinem Stand. Und ja, mein Kollege hat das zuerst abgeschliffen, nachdem er gedruckt hat. Genau, das ging ja schon ein Weilchen, der ganze Druckprozess mit dem fetten Resin und so. Und der hat sich voll diese krassen Maschinen da reingezogen, diese krassen Resindrucker und so. Dann musste er alles schön zusammenkleben. Und noch die Base, ja, das war schon, ich glaube mal 5-6 Kilo schwer war das Ding schon. Nachdem er das alles so grundiert hat und so, geschliffen und mit einer Farbe grundiert, hat er das mir übergeben und ich habe es dann bemalt mit Acryl, habe mir so Acrylfarben reingezogen und immer wieder ein bisschen dran gepinselt. War ich nicht sehr zufrieden, weil das ist schon eine Kunst für sich, Figuren bemalen, malen auf Papier und digital kann ich sehr gut, aber Figuren, 3D-Modelle, ist sehr schwierig, da muss man immer aufpassen, so eine ganz dünne Schicht drauftragen und dann immer wieder trocknen lassen und wieder bemalen und ganz viele Schichten, vor allem das Braun ist eine ziemlich scheiß Farbe, weil das Weiß von der Grundierung drückt die ganze Zeit durch und ja, aber schlussendlich habe ich es endlich geschafft und ja, es kann sich schon sehen lassen, ist jetzt nicht perfekt das Ganze, aber es ist ein echter Hingucker, man sieht es schon von Weitem. Also von Weitem sieht es cool aus und es lockt die Leute an den Stand. Den nehme ich auf jeden Fall auch noch mit an die LBM. Und was habe ich noch? Ah, diesen kleinen Plüschi hier, yeah, aber von dem erzähle ich dann mal ein anderes Mal. Das war auch ein Riesenprozess mit dem, ein ganzes Hin und Her. Boah. Aber ja, ihr seht, ich bin fleißig dran mit meiner Toy Company. Das ist nicht nur hier zur Dekoration und zum Spaß, sondern es wird produziert, fleißig, meine lieben Freunde. Also freut euch auf die LBM, ich freue mich genauso. Ich hoffe, dass der Prototyp bis dann ankommt, weil ich habe ihm gesagt, bis zum 20. März muss das Zeug hier bei mir sein. Ich will nicht auf die LBM ohne den neuen Prototyp. Ne? Okay, ich hoffe, der Beitrag hier, mein Video hat euch Spaß gemacht und euch vielleicht auch ein kleines bisschen inspiriert und euch Lust auf Figuren gemacht. Dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Schreibt in die Kommentare, was ihr denkt zu dem Ganzen. Like und subscribe. Adios, amigos.